Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute schauen wir uns das Thema Hivemapper an, beziehungsweise die neue Hivemapper B-Cam. Und ich möchte euch zeigen, beziehungsweise euch eine Information geben, wie ihr auch ohne Hardware, also zum Beispiel ohne eine Hivemapper Dashcam, jetzt schon ein paar Rewards bekommen könnt. Nur alleine mit der Hivemapper App. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ja, das Ganze findet ihr als Information auf dem Blog von Hivemapper, also blog.hivemapper.com, falls ihr euch selber mal reinlesen wollt. Ich packe euch die Links natürlich in die Beschreibung. Ja, Punkt Nummer eins, was ich ja eben schon gesagt habe, ihr könnt jetzt, beziehungsweise mit der neuen App, die ist ja schon veröffentlicht worden, schon Rewards verdienen. Das Ganze funktioniert im Normalfall relativ einfach. Das heißt, ihr installiert euch die App und ihr könnt dann zum Beispiel Straßen melden, die gesperrt sind, einen Stau zum Beispiel und so weiter und so fort. Und zwar handelt es sich um die neue Bus-Funktion, die Hivemapper ermöglicht jetzt eine völlig neue Möglichkeit, Beitrag zu leisten. Straßenwarnungen in Echtzeit um ihr Telefon aus. Das bedeutet, ihr könnt mit der Hivemapper-App einen Stau melden oder eine gesperrte Straße. Und da ist es halt eben so, dass ihr dafür eine Belohnung bekommt, beziehungsweise bekommen sollt. Und das ist halt eben schon mal ein relativ wichtiger Schritt für alle, die letztendlich in die Thematik reinkommen möchten. Und ja, finden wir halt eben gar nicht mal so schlecht bei uns, beziehungsweise bei mir ist das Projekt leider noch nicht am Laufen, in Anführungsstrichen. Wir haben ja uns eine Hivemapper bestellt, ist halt eben noch nicht da, unsere Dashcam. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Genau, hier wird das Ganze noch erklärt. Mit der Hivemapper-App ist jetzt möglich, zum Hivemapper-Netzwerk beizutragen. Wir beginnen mit dem Straßenbau und Sperrung, bevor wir weitere nützliche Kategorien einbeziehen. Straßen sind dynamische Baustellen, entstehen Fahrspuren, werden ohne Vorwarnung gesperrt. Was bietet der Hivemapper Community die Möglichkeit, diese Änderungen sofort zu melden? Laden sich zunächst die neue Version runter. Ja, und so weiter. Mit dieser Funktion wird die dritte Säule von Hivemapper ins Leben gerufen, wobei verschiedene Arten von Wirkwürden belohnt werden können. Ja, zum Beispiel Dashcams, KI-Training und so weiter und so fort. Ihr schreibt Hivemapper auch nochmal eine Reise des kontinuierlichen Wachstums. Das heißt, das Netzwerk wird größer, das Ökosystem wird natürlich größer und es kommen auch immer wieder neue Camps mit dazu. Ja, ihr seht hier quasi, so sieht das Ganze aus, also die Passfunktion, wie ihr halt eben eine gesperrte Straße melden könnt in der App. Ja, und ihr tragt halt eben dazu Beitrag, also beziehungsweise im Netzwerk zu. Und die App kostet euch nichts, könnt ihr euch ganz normal runterladen. Probiert es einfach mal aus, kostet nichts. Und gerade für diejenigen, die gerade im Einstieg sind, im Hivemapper, sich eine Dashcam vielleicht bestellt haben, ist es so das erste, ich nenne es mal so Touch in viel mit dem ganzen System. Ja, was gibt's Neues? Ich denke, viele von euch haben schon mitbekommen. Und zwar gibt es die neue Hivemapper B. Das ist quasi diese Kamera hier. Wir gucken uns gleich nochmal die technischen Details an, was das Teil kostet und natürlich auch, was es euch bringt. Zuerst möchten wir aber nochmal in den Blogbeitrag reinspringen, wo das Ganze begründet wird. Das heißt, 5 Gründe, warum diese Kamera ins Leben gerufen werden. Es gibt ja schon 2 Modelle. Das ist jetzt quasi das dritte Modell, was Hivemapper sozusagen auf den Markt wirft. Wir gucken mal 5 Gründe, warum Hivemapper die B gebaut hat. Also so sieht das Teil aus. Relativ schlankes und schnittiges Design, sage ich jetzt mal. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, und hier in diesem Blogbeitrag wird nochmal das Ganze erklärt. Wir wollen jetzt natürlich das Ganze mal die 5 Punkte angucken. 100% passiv ist der einzige Weg. Und hier ist immer wichtig, hier zeige ich euch mal die wichtigsten Geschichten dadurch. Das ändert sich jetzt mit der Hivemapper B. Können Sie endlich 100% passives Mapping genießen. Gegen eine zusätzliche monatliche Gebühr bietet jedes Gerät die Möglichkeit einer Mobilfunkverbindung. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Also es besteht jetzt die Möglichkeit, dass ihr quasi die Hivemapper B mit einer SIM-Karte bekommt. Ist aber keine Pflicht. Das heißt, über Wi-Fi ist es nach wie vor möglich oder ist es halt eben möglich. Steht auch hier nochmal Punkt 2. Jedes Gerät bietet eine direkte Verbindung zu einem WLAN-Router im Haus im Büro. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, von zu Hause aus eure Datenstreams hochzuladen. Und verbesserte Edge-Verarbeitung bedeutet kleinere Datengrößen und schnellere Uploads. Das heißt, das Ganze wird halt eben auch so ein bisschen komprimiert, sozusagen. Na.
und das finden wir halt eben auch schon relativ gut. Verdopplung von Leistung und Präzision, das heißt auch an der Hardware bzw. Technik ist gearbeitet worden. Hier wird das Ganze auch nochmal aufgelistet. Bessere Positionierung, das heißt, man hat am GPS bzw. GNSS-Chip gearbeitet. Das heißt, das Ganze ist noch relativ besser geworden. Das heißt, ihr kennt ja wahrscheinlich diese RTK-Geschichten aus anderen Projekten. Das heißt, am GPS wurde definitiv gearbeitet und das ist schon richtig gut. Stereo-Cams, das heißt, das Erkennen eines Straßenschilds ist nicht sinnvoll, wenn Sie nicht genau sagen können, wo es sich befindet. Und Stereo-Cams machen jetzt die Arbeit. Das heißt, zum einen wird das Straßenschild erkannt und zum anderen auch die Position. Ja, das heißt, man kann, hier steht es auch nochmal, dass halt eben auch in die Tiefe gehen kann. Ja, Ganzjahrestauglichkeit. Die Montage einer Kamera in freien führt zu einer weitaus besseren Bildqualität, Positionierung. Mit der HiveMapper B könnt ihr bedenkenlos tun. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, das Teil außerhalb anzubringen. Ich weiß nicht, also bei einem Auto jetzt, ob das so gut aussieht, wenn da auf dem Dach noch ein HiveMapper-Cam drauf ist und wenn die euch einer klaut. Keine Ahnung, macht auf jeden Fall auf dem Motorrad zum Beispiel Sinn, wenn ihr da eine Installation habt, das Ding da drauf zu klemmen. Ist ja auch draußen, aber das muss halt eben auch jeder selbst wissen. Ja. Mapping am Rand, das ist auch der nächste Punkt. Also hier wird immer das Ganze so ein bisschen erklärt. Wie gesagt, packe ich euch in die Beschreibung unten rein. Das heißt, es ist das Edge Computing entwickelt worden. Das heißt, das Cam bzw. das System, was drin ist, schneller. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel 4 GB RAM in der Dashcam. Das ist ein 4-Kern ARM A53 Prozessor. Ihr seht nochmal die Leistung, Tiefenerkennung, Optimierung und so weiter und so fort. Das heißt, an der Technik wurde auch gebaut. Bessere Daten, bessere Belohnung. Zuerst die Kurzversion der HiveMapper B, mehr Arten von Datenqualität, hohe Daten sammelt. Gehen davon aus, dass bessere Belohnung liefert als die HiveMapper Dashcams oder Dashcam S. Das bedeutet im Klartext, dass es halt eben dadurch, dass die Kamera auch besser ist, ihr auch letztendlich mehr Rewards bekommen könnt. Ja, wird hier auch nochmal weit erklärt. Und eine offene Plattform für Partner, das ist klar, das ist ähnlich wie im Timo-Prinzip, dass ihr halt eben Daten zur Verfügung stellt und andere können das dementsprechend auch kaufen. Letztendlich, HiveMapper ist halt ein Mapping-System und möchte da natürlich auch die Daten verkaufen, ist klar. Also ähnlich wie Google Maps, nur halt eben Community-driven. Das heißt, ihr seid für die Map unter anderem verantwortlich, bekommt auch die Belohnung dafür. Ja, gucken wir uns mal die HiveMapper B an. Ich hatte es ja eben schon mal angekündigt. So sieht das Teil letztendlich aus. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit der Dashcam S, ist meines Erachtens nach also so sieht es zumindest aus. Ihr seht hier Passive Mapping, das heißt, ich hatte es eben schon mal angekündigt, es gibt einmal die Möglichkeit, die Cam mit einem LTE zu bestellen, da ist eine SIM-Karte mit drin, hat aber Zusatzkosten, muss ich auch dazu sagen, braucht man allerdings nicht, geht natürlich auch mit Wi-Fi. Ich hatte es auch schon mal angerissen, das GPS ist halt eben verbessert worden. 24 Stunden Protection, das heißt, die normale Dashcam-Funktion oder ähnlich wie bei Überwachung wie beim Tesla kennt das ja die meisten, dass das Fahrzeug überwacht wird, ist natürlich auch möglich. Event Detection, ja, ganz normal. Also das sind die ganzen Features. Ja, jetzt kommen wir mal zum Preis. Also ihr seht hier, es wird 3 Phasen geben. In der ersten Phase zahlt ihr für die HiveMapper B-Cam $449. Da kommen aber halt eben auch noch Versandkosten mit dazu. Da müssen wir halt eben mal gucken, wie viel das letztendlich sind. Das ist jetzt die WLAN-Variante. Die LTE-Variante ist halt eben noch ein bisschen teurer. Das wird halt eben immer teurer. Ich sage es aber, so steht auch noch hier da. Das heißt, im Steady Pace der höhere Preis, weniger wird versendet und ein kleinerer Bonus. Und hier auch nochmal Last Dash, also quasi die letzte Phase, Phase 3. Hier wird der Preis auch wieder höher. Das Shipping, also der Versand ist langsamer und der Bonus ist letztendlich auch kleiner. Hier auch nochmal so ein paar FAQs. Ich will mal gucken, ob man das eventuell für uns auf Deutsch haben. Ob es übersetzt, genau. Wie lange dauert Rapid Rush Fenster? Das heißt, der Sondervorteil von Rapid Rush steht nur für den begrenzten Zeitraum für wir werden nach Abschluss von Rapid mindestens 72 Stunden im Voraus mitteilen. Nach der Schließung steigt der Preis
Preis von B und der Bonus sinkt. Das hatte ich ja jetzt schon mal hier gezeigt. Und dann mit diesen 3 Phasen. Das heißt, wer relativ früh einsteigt, ist natürlich gut mit dabei. Ja, wann wird die B verschickt? Und hier sind wir wieder im 3. Quartal bei 2024. Es ist halt eben so, das wäre dann Juli. Also der früheste Versandpunkt wäre Juli. Hier gilt auch First in, First out. Das bedeutet, wer in Anführungsstrichen zuerst bestellt, bekommt die Kamera auch zuerst. Nochmal ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wir haben ja auch eine Hivemapper Dashcam bestellt, Anfang Dezember. Die ist immer noch nicht da. Das dauert extrem lange. Wer jetzt eine normale Dashcam bestellt bei Hivemapper, muss mit mindestens August rechnen. Das sollte euch dementsprechend bewusst sein. Also wie gesagt, die FAQs sind hier nochmal aufgeführt. Funktioniert die BI überall auf der Welt? Ja, funktioniert natürlich überall. Ist Mobilfunk LTE weltweit verfügbar? BI ist nur für Hardware global Bord ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass die Mobilfunk zum Start möglicherweise nicht in allen verfügbar ist. Ist klar. Sind Gebühren für den Mobilfunk LTE-Dienst im Preis enthalten? Nein. Da habe ich euch eben schon gesagt, ihr müsstet dafür extra bezahlen. Da ist natürlich die Frage, was es kostet. Das haben wir aktuell auch noch nicht gefunden. Braucht ihr aber auch nicht. Funktioniert trotzdem weiterhin mit WLAN. Seht ihr hier nochmal 449 plus Versand. Bitte achtet auch auf Einfuhrumsatzsteuer, müsst ihr auch noch bezahlen. Und das Ganze gibt es aber auch mit WLAN, hatte ich ja eben schon gesagt. Oder für $549 mit WLAN und Mobilfunk LTE. Das bedeutet, dass halt, das seid ihr total unabhängig, aber kommen halt eben Zusatzkosten mit dazu. Ja, was ist in der Box? Es ist einmal die Biene, mit dabei, Stromkabel und eine interne Montage. Das heißt, da ist ein Montage-Break mit dabei. Ja, hier sind nochmal die Produktspezifikation, also die Kamera, das Onboard-Computing, die Konnektivität und so weiter und so fort. Ja, GPS, Speicher und so weiter und so weiter. Ja, auch den Link packe ich euch in die Videobeschreibung unten rein. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, ob wir uns so ein Teil kaufen oder ob ich mir so ein Teil zulege. Aktuell ist es so, es ist ja noch nicht mal die Hivemapper Dashcam da, die ich bestellt habe, Anfang Dezember. Da müssen wir es mal warten, wie das ist. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob es sich lohnt. Also aktueller Stand jetzt ist, ich werde vermutlich keine bestellen, also zumindest jetzt hier nicht mit, da ich ja noch auf die Dashcam warte. Ja, nichtsdestotrotz, wer halt eben das Projekt spannend findet, mitmachen will, bestellt euch so ein Teil. Also keine Kaufempfehlung auf keinen Fall. Ihr kauft immer auf eigenes Risiko. Ja, aber Dashcam bzw. Hivemapper aktuell lohnt sich's, beziehungsweise lohnt sich noch, wenn das mal alles abgemappt ist. Dann natürlich nicht mehr oder nicht mal so wirklich. Das sollte euch auch bewusst sein. Ja, das soll es von mir erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch was. Bis die Tage, bis später. Ciao.